Als Rachel Oakes ihre Tochter Delight besuchte, gingen sie am Sonntag hier in diese Kirche in Washington, New Hampshire, als der Wanderprediger Frederick Wheeler die Stadt besuchte. An diesem besonderen Sonntag feierten sie das Abendmahl und als er predigte, sprach er davon, bereit zu sein, Christus den ganzen Weg nachzufolgen und dass wir Gott gehorchen und seine Gebote halten sollen. Rachel Oakes war eine Frau mit Prinzipien und als sie ihm zuhörte, beschloss sie, nach der Predigt mit ihm zu sprechen. Später erzählte sie, dass sie mitten in der Predigt aufstehen wollte, aber sie verzichtete auf ein solch öffentliches Spektakel. Mein Bruder, es wäre angebracht, dass du den Abendmahlstisch an die Wand stellst und mit einem weißen Tuch bedeckst, bis du selber dazu bereit bist, alle Gebote Gottes zu halten. Rachel Oakes war eine Siebenten-Tags-Baptistin und dieses Thema war ihr sehr wichtig. Also ermahnte sie Frederick Wheeler, dass er Gott den ganzen Weg folgen sollte. Wheeler erklärte später, dass ihre Worte etwas in ihm berührten und ihn dazu brachten, dieses Thema in der Bibel selber zu studieren. Das war ein Wendepunkt in seinem Leben, als er vom Sabbat überzeugt wurde und ihn als verbindlich betrachtete. Dies alles passierte vor der großen Enttäuschung am 22. Oktober 1844. Und das große Thema zu dieser Zeit war die bevorstehende Wiederkunft Jesu und nicht der Sabbat. Auch wenn sich das bald ändern sollte. Rachel Oakes lebte den Rest ihres Lebens in einer geschichtsträchtigen Gegend in Vernon, Vermont. In der Nähe ihres Hauses befindet sich eine gut erhaltene christliche Adventskapelle, in der Joshua Himes in den 1860er Jahren arbeitete. Dwight Moody wohnte in der Nähe und predigte hier einige Male und auch Ira Sankey sang hier. Rachel Oakes wurde erst ein Jahr vor ihrem Tod eine Siebenten-Tags-Adventistin. Sie ist hier in Vernon, Vermont begraben und in der Nähe ihres Grabes befindet sich eine passende historische Inschrift, die ihren besonderen Platz in der Geschichte beschreibt. Die Stadt Washington, New Hampshire, hat einen besonderen Platz in der Geschichte und obwohl es vielleicht nicht ganz richtig ist, das zu sagen, kann man sie auch als den Geburtsort der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten bezeichnen. Hier befand sich die erste Milleritenkirche, die den Sabbat hielt und die bis heute eine Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist. Hier kann man den Sabbatweg entlang gehen, der die Geschichte des Sabbats von der Schöpfung bis zur neuen Erde auf 31 Granitsteinen aufzeigt. Der Sabbat ist eine wunderschöne Wahrheit, die Gott Stück für Stück seinem Volk zurückbrachte. Der Sabbat ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Eine Zeit, um aus unseren vollen Terminkalendern auszusteigen und unsere Beziehung zu ihm zu erneuern und zu vertiefen. Ich bete, dass sich diese Woche die Zeit nehmen, diesen von Gott gegebenen Tag gemeinsam mit ihm zu feiern. Frederick Wheeler zog aus der Gegend von Washington, New Hampshire, nach New York und lebte ein langes Leben im treuen Dienst für Gott, immer treu in seiner Nachfolge und er blieb von seinem Glauben überzeugt. Im Alter von 96 Jahren schrieb er: Ich werde die Rüstung des Evangeliums nicht ablegen, dem Kampf nicht nachgeben, bis ich mit der Schar der Erlösten den Sieg ausrufe. Er starb im Alter von 99 Jahren und ist hier in West Monroe, New York, begraben. Auf seinem Grabstein heißt es, er war ein Predigerpionier der Siebenten-Tags-Adventisten. Rachel Oakes lehrt uns die Wichtigkeit von Kühnheit, aber nicht irgendeine Art von Kühnheit, sondern eine freundliche und höfliche Kühnheit. Sie wollte die Person, mit der sie sprach, nicht in Verlegenheit bringen, sondern näherte sich ihm in einer freundlichen, höflichen und christusähnlichen Weise. Frederick Wheeler lehrt uns, wie wichtig demütige Ehrlichkeit ist. Als er auf etwas in seinem Leben hingewiesen wurde, das nicht richtig war, änderte er, was er tat und was er glaubte, um im Einklang mit Gottes Wort zu sein. Möge Gott uns diese Charaktereigenschaften gewähren, wenn wir ihm nachfolgen.